Ich bin von Katzenstein und im heutigen Video zeige ich euch, wie sich eine Trossfrau im 16. Jahrhundert bei den Landsknechten gekleidet hat. Dazu habe ich heute ein Model mitgebracht mit diesem wunderschönen blau-grün-schwarzen Kleid. Man sieht es, dieses Kleid ist ziemlich auffällig, mit vielen Schlitzen, mit schönen Verzierungen. Und ich zeige euch jetzt mal im Detail, was eine Trossfrau in dieser Zeit getragen hat. Wir fangen jetzt mal mit den Schuhen an. Bei diesen Schuhen handelt es sich um, wie man es im 16. Jahrhundert getragen hat, um die Kuhmau-Schuhe, die im Gegensatz zu den davorigen Schuhen, diese gotischen Schnabelschuhe, ziemlich breit waren. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Ich habe auch diese Kuhmau-Schuhe an, in anderer Farbe, aber die sind sehr variantenreich. Was man natürlich sieht, die haben hier diese sehr eckige Form, haben die Schlitze, die, wenn man sie jetzt in den meisten Bildmaterial sieht, eigentlich auch geschlitzt waren, dass man die bunten Socken drunter sieht. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, bunte Socken zu tragen unter den Schuhen. Das können hier wie so gestrickte Socken sein, es können einfarbige Socken sein oder auch tatsächlich zusammengenähte, gestreifte Socken, um möglichst ein auffälliges Bild zu haben. Genau, so viel zu den Schuhen. Jetzt gehen wir mal weiter zum Kleid. Das ist das typische Kleid einer Trossfrau, was jetzt in dem Fall in der länglichen Version getragen ist, aus schön dicker Wolle, mit enorm viel Stoff auch. Man sieht hier, sind die Linien mit Verzierungen aufgenäht, um einfach wie bei mir zum Beispiel auch, oder hier, genau hier auch, gerade mit hier den Verzierungen, um diese schön geschlitzte Mode der Landsknechte wieder auch im Bild zu haben. Da wir jetzt auch gerade schon über Mode aus dem 16. Jahrhundert reden, möchte ich euch gerne dieses Buch hier vorstellen von meinem Partner, dem Zauberfeder Verlag, die mir dieses Buch zugeschickt haben. Darin findet man ein paar Schnitte, gerade über Bekleidung der Renaissance, so wie das Buch auch heißt. Und ich muss auch sagen, der Zauberfeder Verlag, ich finde die Bücher von denen echt super. Gerade das kleine Kleidungsstück, was ich anhab, oder auch das Kleid hier, sind meine Schnitte alle aus diesen Büchern vom Zauberfeder Verlag. Genau, ihr habt hier erklärt, wie hier Schnitte aufgebaut sind, welche Stoffvarianten man nimmt, welche Stiche und natürlich halt Schnittmuster für Mann, Frau und auch tatsächlich für Kinder. Ich werde euch den Link zu dem Buch in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt ja mal gerne vorbeischauen. Und demnächst mache ich auch ein kleines Nähvideo, wo ich aus diesem Buch was nähe und tue dann genau dieses Buch verlosen. Also schaut doch mal in der nächsten Zeit bei meinen Videos rein. Als nächstes trägt die Trossfrau einen schönen Gürtel, in dem Fall ein schön verzierter Gürtel mit ein paar Nieten, um ein bisschen ihren Wohlstand zu zeigen. Dazu ein Beutel für ihr alltägliches Geld, was sie dabei hat, auch wieder schön verziert, und eine Tasche für allgemein alltägliche Gegenstände, die sie dabei hat. Was man natürlich bei den Trossfrauen sagen muss, das waren Frauen bei den Landsknechten, die auch mit im Feld geholfen haben. Also sprich, die haben für die Versorgung der Landsknechte gesorgt, auch medizinische Unterstützung. Und deswegen hat man bei diesem Kleid jetzt was ganz Besonderes gemacht. Es war ja ziemlich lang. Jetzt hat man das Kleid hochgerafft. Kannst du mal drehen? Das heißt, man hat den übrigen Stoff hier so festgebunden, damit das Kleid eben kürzer wird, um dann, wenn man im Feld ist, einfach kein langes Kleid zu haben, was einfach unpraktisch wäre. Aus dem Grund trägt auch eine Trossfrau für gewöhnlich eine Waffe bei sich. Ob das jetzt ein kurzes Schwert ist oder vielleicht nur ein kurzes Messer, ist mal irrelevant. Aber Hauptsache eine Waffe, um sich irgendwie dann im Feld dann doch noch verteidigen zu können. Was durch dieses Hochraffen von dem Kleid entsteht, ist bei diesem Kleid jetzt nicht so. Aber manche Kleider haben einen Schlitz bis hier unten, dass hier eine Lücke entsteht. Und dadurch kann man dann hier, durch diesen übrigen Stoff, hat man dann automatisch Taschen, wo man noch weitere Gegenstände, wie beispielsweise, um die Versorgung im Feld zu gewährleisten, Verbandsmaterial reinstecken kann. Also eigentlich super clever durchdacht, um sich dann im Schlachtfeld nach dem Kampf oder vielleicht auch tatsächlich währenddessen vorzubereiten und die anderen Knechte dabei zu unterstützen. Dieses Kleid wird jetzt hier oben geschlossen, für gewöhnlich mit eigentlich ein paar Nestelschnüren, die im Inneren von diesem Kleid sind, und hat, wie man jetzt sieht, diese rechteckige Form auf beiden Seiten. Wenn man jetzt in der Zeit vom Spätmittelalter, also die Zeit davor geht, war alles immer ziemlich V-förmig ausgeschnitten, was jetzt im 16. Jahrhundert bei den Landsknechten immer sehr gerade ist. Ist bei meinem Schnitt genau das gleiche. Ich habe auch diese rechteckige Form,
Was natürlich auch wieder zu dieser Thematik passt, dass wir alles sehr rechteckig haben. Wir haben das bei den Schuhen, wir haben das hier in dem Ding. Und allgemein sind die Kleidungsstücke im 16. Jahrhundert auch eher breiter. Man hat zum Beispiel sehr arg darauf geachtet, dass bei Frauen diese Körperform entsteht. Also sprich hier eine recht schmale Taille, die gerade durch diese Raffung von dem Kleid und auch dem Polster unter dem Kleid sehr weit rausgeht, dass die Person sehr breit erscheint. Einfach um auch zu zeigen, ich bin was Besonderes, ich habe viel Geld und kann mir so viel Stoff auch leisten. Was jetzt eine Option wäre, sie hat jetzt freie Ärmel bei ihrem Kleid. Man kann aber auch tatsächlich mehrere Ärmel, die man dann hier annestelt, hinzufügen, die dann beispielsweise wie bei meinem Kleidungsstück diese ganzen Muster und Schlitze haben. Ist eine Option, ist vielleicht heute ein bisschen zu warm dafür. Unter dem Kleid hat man dann ein Unterkleid getragen. Das konnte entweder so eins sein, was hier relativ offen ist. Was man im Kleid ganz besonders sieht, ist, dass es hier auch gerafft ist. Also um möglichst viel Stoff an dem Kleid zu haben. Das konnte zum einen so ein Untergewand sein, mit so einem größeren Ausschnitt, oder eben, wie ich es auch trage, mit diesem zusammengerafften Kragen. Das war sehr optional und natürlich abhängig, wie man das gerne haben wollte. Aber dadurch, dass da auch enorm viel Stoff entsteht, beispielsweise dieser Kragen, sind insgesamt 4 Meter Stoff, die zusammengerafft sind. Und zu der Zeit, Stoff war teuer, kann man natürlich auch wieder sagen, ich habe möglichst viel Stoff bei mir, das heißt, ich kann mir viel leisten. Was ist eine sehr typische Kopfbedeckung für eine Frau, vor allem eine Trossfrau im 16. Jahrhundert ist hier die sogenannte Wulsthaube. Heißt so, weil sie hier diesen Wulst hat, der einfach den Kopf sehr viel größer macht und auch die Person größer und auch dann in dem Fall, ne, wie ich das gesagt habe, mächtiger erscheinen lässt. Genau, bei der Wulsthaube haben wir hier diese Haube, die oben drüber liegt. Also in dem Wulst ist relativ viel Stoff drin, dass die einfach so ein bisschen gepolstert ist. Und hier sieht man auch bei der überliegenden Haube, die ist einfach sehr schön verziert, damit sie einfach auch wieder schöner aussieht, genau wie die ganzen anderen Verzierungen von dem Kleid. Genau. Und um die Wulsthaube, die ist ja weiß und eigentlich relativ simpel, was das Ganze angeht, natürlich nochmal schöner zu machen, gibt's hier ein Barett dazu. Dieses Barett hat in dem Fall keine Funktion. Das ist einfach nur eine Adaption für die größeren Baretts, weil es gab natürlich auch die Möglichkeit, ein größeres Barett für eine Frau zu tragen, einfach zum Sonnenschutz. Aber das ist wirklich einfach nur zur Dekoration. Deswegen ist es auch schön bestickt, hat hier so ein paar kleine Nieten, hier eine schöne Nadel, die drin steckt. Einfach auch nur wieder modemäßig zu zeigen, guck mal, ich habe schöne Sachen, die ich gerne präsentieren möchte. Wie man das Barett natürlich noch weiter verzieren kann, sind zum Beispiel gerade Federn. Das war im 16. Jahrhundert auch sehr beliebt, Federn an seinem Hut zu haben, weil Federn auch grundsätzlich teuer sind. Beispielsweise das hier sind Straußenfedern. Wenn ihr mal überlegt, heutzutage sind Straußenfedern jetzt nicht so schwierig zu bekommen, aber zur damaligen Zeit eher eine Rarität. Und deswegen natürlich auch wieder sehr besonders, wo ich meinen Wohlstand damit zeigen kann. Genau, ist das hier das gesamte Kleid einer Trossfrau, wie es hätte sein können. Die gab es natürlich in vielen unterschiedlichen Farben, auch verschiedene Ausführungen, gerade mit den Verzierungen. Da war man natürlich genauso wie bei den Männerbekleidungen sehr frei zu wählen, wie man sich gestalten möchte. Aber alles in allem eine sehr interessante Modeerscheinung des 16. Jahrhunderts, die tatsächlich auch für Frauen, die auf dem Feld in einem Landsknechtheer gedient haben, da war. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen was über diese Mode im 16. Jahrhundert erklären. Ich danke dir, dass du hier für mich Model gestanden hast. Na gern. Genau, und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesen Kleidern haltet oder ob ihr die eigentlich eher sogar unpraktisch fürs Feld findet oder einfach stylisch, dass man das trotzdem getragen hat. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Antwort freuen.